Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Hallo. Wir grüßen euch ganz herzlich aus der Türkei und hoffen, dass egal wo ihr auch seid, ihr frohe Festtage verbringt, gesund seid und ein paar nette und ruhige Tage mit euren Lieben verbringt. Wie es wahrscheinlich jetzt auch bei vielen von euch so ein bisschen der Fall ist, gegen das Jahresende denken auch wir so ein bisschen an das Jahr zurück, an das, was wir erlebt haben, und wir haben viel erlebt und deswegen möchten wir gerne mit euch unseren Jahresrückblick teilen. Wir hatten wirklich ein wunderschönes Jahr, also wir hatten sehr viele Erlebnisse, wir haben selbst über uns Neues gelernt, ja. Und was wir auch lernen mussten, ist, dass man nichts planen kann, ja. Und dass man sich sehr schnell anpassen muss. Also es fing schon an im Februar, als wir los wollten, da gab es für uns keine andere Möglichkeit, als nach Mallorca zu fahren. Ja. Auf der einen Seite war es ein bisschen komisch, aber rückblickend gesehen war es die beste Option, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Absolut. Und das hat das Ganze, den Einstieg in das Vanlife letztendlich erleichtert. Die Insel war klein, ja. Wir haben sie etwa 3-mal umrundet. Ja. Wir wussten mit der Zeit, okay, wo können wir Wasser füllen, wo können wir einkaufen, wo können wir duschen. Dusche. Genau, all das Zeugs, was halt doch am Anfang ein bisschen schwieriger war, hat uns dadurch, da wir auf einer Insel gefangen waren, weil wir konnten 3 Monate lang die Insel nicht verlassen, erleichtert. Ja, auf jeden Fall. Und also auch abgesehen von dem Praktischen jetzt, wir waren ja praktisch alleine auf dieser Insel. Im Februar, März war ja kaum jemand unterwegs. Und wir waren da an einsamen Stränden, wo uns die Leute gesagt haben, hey, da war es seit 20 Jahren nicht so leer. Ja. Und das einfach so auf diese Art noch erleben zu können, das war wirklich traumhaft. Ja. Und wir hatten natürlich auch luxuriöse Stellplätze an Klippen und Stränden, was sonst nicht möglich wäre. Und das war wirklich ein toller Start. Ja, also ich glaube, das war wirklich der beste Start, den man sich wünschen kann. Ja. Alleine zu sein, sich mit der Zeit auszukennen. Ja. Und natürlich hatten wir das Glück, dass wir noch Familie auf Mallorca hatten. Und wir waren da zu Besuch. 2-mal. Ja. Einmal sind wir eine ganze Woche da geblieben und das war für uns richtig Luxus pur. Ja. Denn wir konnten täglich duschen, wir hatten tolle Gespräche mit der Familie. Ja. Tolles Essen, ja. Und wir konnten auch so ein bisschen so dieses mallorquinische Finca-Leben erleben oder kennenlernen. Und wir konnten auch alle blöde Fragen stellen, die wir hatten, weil sonst traut man sich das ja nicht immer. Und das war halt auch schon sehr schön. Und auch auf dieser einsamen Insel so diesen menschlichen Faktor auch zu haben, das war sehr schön. Und man muss dazu sagen, wir haben ja auch nicht nur die Familie getroffen, sondern auch Laura und André, die ja auch auf der Insel waren, und später dann auch Melly und David von der Vagabond Life. Und damit haben wir alte und neue Freunde wiedergesehen und das war natürlich auch sehr schön. Ja, wir haben ein paar richtig schöne Tage zusammen verbracht. Natürlich war das Wetter immer sehr gut. Wir konnten abends richtig lange draußen sein und ja, wir haben die Zeit richtig genossen und wie gesagt, ich glaube, das war der beste Einstieg in das Vanlife. Und wenn wir es gerade so vom Menschlichen haben, also das hat sich ja auch so ein bisschen durch dieses Jahr so gezogen oder so dieses Vanlife mit Menschen, so die Community, Freunde, aber auch also Familie. Wir wurden ja öfters besucht von deiner Mama und ihrem Freund und der Cousine. Und der Cousine, ja. Dann auf dem Festland in Spanien und später auch von meiner Mama und ihrer Schwester in Polen. Aber eben auch, wir haben auch viele Freundschaften geschlossen. Also in Spanien haben wir zum Beispiel Antoine kennengelernt und sind auch in Portugal ein bisschen da mit ihm zusammengereist und mit einer Freundin, die beide Male auch dabei war. Ja. Und das war natürlich etwas sehr Schönes. Ja.
Und dann auch in Polen haben wir, also in Polen waren wir praktisch nie alleine. Ja. Zuerst haben wir Meli und David wieder getroffen. Da aus einem Nachmittagskaffee ist über eine Woche haben wir dann zusammen verbracht an einem wunderschönen Platz. Ja, wir haben da so einen See gefunden mit Sandstrand, wo wir da wirklich eine Woche... Praktisch alleine, also es ist keine Leute da. Das ist gar nicht tief. Das war unglaublich. Und dann später, als wir dann doch endlich weitergefahren sind, haben wir dann Zoe und Merlin getroffen, die auch in Polen waren zu der Zeit. Und war ja natürlich auch sehr schön, die mal persönlich kennenzulernen. Und später haben wir noch Svenny und Basti mit ihrer Hündin Pepper, die ist ganz wichtig, auch kennengelernt. Die waren auch in Polen und da haben wir auch eine sehr schöne neue Freundschaft geschlossen. Ich glaube, da waren es 2 Wochen, die wir dann zusammen unterwegs waren. Also wirklich 2 schöne Wochen. Und das Lustige war, wir hatten da ja auch Baxi mit uns. Der Hund, der normalerweise bei meiner Mama lebt, aber für 1 oder 1,5 Monate war er bei uns. Lang bei uns. Und er hat sich auch recht gut mit Pepper verstanden und sie ist ja riesig im Vergleich zu ihm und da haben sie so gekuschelt am Ende und das war richtig schön. Ja. Und an dieser Stelle, wenn wir es schon von Freunden, Familie und Community haben, möchten wir uns natürlich auch bei euch ganz herzlich bedanken. Wir sind immer noch irgendwie ungläubig, was für eine tolle und positive Community wir auch hier über die sozialen Medien haben. Wir finden, wir kriegen so viel Unterstützung von euch. Ja, auch viele positiven Nachrichten, E-Mails. Also es ist wirklich, wir sind immer wieder fasziniert und können es kaum fassen. Ja, wir hätten nie gedacht, dass der Kanal auch so wächst und dass wir so tolle Online-Freundschaften auch aufbauen können. Das freut uns wirklich riesig. Also hier auch ein Danke an euch natürlich. Ja, vielen Dank. Ja, und wie das auf der Reise aber so ist, für die meisten würden wir mal behaupten, gibt es auch mal Momente, wo man sich nicht ganz so wohl fühlt. Und bei uns gab es dieses Jahr, würde ich sagen, 2 Momente, wo wir uns nicht so wohl gefühlt haben. Der eine war komplett selbstverschuldet, der andere, würde ich sagen, teilweise. Ja. Das erste Mal war bei La Manga, da standen wir an einem Strand und wir haben ganz einfach das Wetter falsch eingeschätzt. Es fing an zu regnen, es hat viel zu lange, viel zu stark geregnet und als wir gemerkt haben, dass wir eigentlich raus müssten, standen wir eigentlich schon ein paar Zentimeter unter dem Wasser. Ja. Und wir konnten wirklich nur mit Glück, kamen wir da aus dieser Situation raus. Ja, am nächsten Tag haben wir dann gemerkt, wie viel das es geregnet hatte. Also es war praktisch alles unter Wasser. Ja. Ich glaube, wenn wir in dem Moment nicht gefahren, wären wir nachher nicht mehr rausgekommen. Ja, wir wären nicht mehr rausgekommen. Wir hätten wohl schon viel früher fahren sollen, aber naja, so haben wir wenigstens gelernt, dass wir das Wetter nicht unterschätzen sollen. Ja. Vor allem, wenn wir in der Nähe von einem Strand sind oder mit weichem Untergrund. Ja. Und das zweite war eigentlich in Sevilla. Wir haben die Stadt besucht. Hat uns so gut gefallen, dass wir gedacht haben, okay, wir bleiben noch eine Nacht länger da. Und ja, spontan einfach in der Stadt übernachtet. Wie sich herausgestellt hat, keine gute Idee, vor allem in dem Quartier, wo wir waren. Ja. Wir haben dann mitten in der Nacht Besuch bekommen von einem Herrn. Das war sehr unheimlich, die ganze Geschichte. Wir sind dann fluchtartig weggefahren. Er ist uns hinterhergerannt, noch mit dem Handy ein Foto gemacht. Ja, das war ganz komisch. Also wir haben auf jeden Fall was draus gelernt und zwar, dass wir in Großstädten nicht mehr einfach so irgendwo stehen, sondern vielleicht halt eben doch den teuren Campingplatz zahlen, auch wenn wir die Infrastruktur da nicht nutzen. Es ist einfach sicherheitstechnisch vielleicht doch klüger. Ja. Oder halt vielleicht einen Park-and-Ride-Parkplatz nutzen, etwas außerhalb. Und dann halt mit der Straßenbahn, Bus, was auch immer, in die Stadt reinfahren. Dann lernen wir die Stadt wenigstens noch ein bisschen anders kennen. Aber wir haben auch ein sichereres Gefühl und das hat sich danach auch bewährt. Wir hatten seitdem eigentlich keine Probleme mehr. Ich glaube, das war ein gutes Learning. Und auch eines der Learnings, die wir hatten während der Reise, ist halt, nach über 6 Monaten haben wir gemerkt, was brauchen wir hier drin noch oder was müssen wir anpassen. Denn eins der großen Sachen war der Herd. Wir hatten da vorhin eine mobile Lösung, die uns eigentlich schon nach 2-3 Wochen komplett auf den Sack gegangen ist. Die war ganz schlimm. Ja. Dann haben wir halt im Sommer 2 Wochen in Prag verbracht. Da hatten wir nämlich vor unserer Reise gelebt, also war das so ein bisschen unsere Base.
Und da haben wir einen fixen Herd eingebaut, der uns am Ende sogar mehr Platz und Komfort bietet als der Herd vorhin. Ja. Also, ja. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten sonst angepasst, die uns einfach genervt haben oder die wir halt einfach verbessert haben. Und ja. Ansonsten, also ja, ich glaube, es ist halt ein andauernder Prozess. Ein Selbstausbau ist sehr individuell. Und ja, da finde ich es halt gut, wenn man auch anpassen kann, was man halt merkt, dass für einen besser funktioniert. Nach Prag ging es ja weiter. Also wir haben jetzt einiges übersprungen. Wir haben natürlich wahnsinnig schöne Orte besucht, auch in Frankreich. Wir waren in der Normandie und Bretagne. Das war natürlich sehr interessant und sehr schön. Oder auch in Spanien. Die Wanderungen, die wir gemacht haben, die wir in den Picos de Europa unterwegs waren oder Caminito del Rey. Ja. Auch Portugal. Porto hat uns super gefallen. Ja. Und einsame Plätze komplett alleine an irgendwelchen Stauseen. Also ich glaube, wir können sagen, wir haben sehr viele schöne Plätze gesehen, auch Städte gesehen. Granada und was war da noch? Also ich fand jetzt auch Mont Saint-Michel, hatten wir zwar schon mal gesehen, aber das nochmal zu sehen war auch sehr interessant. Also wir haben ganz viele Videos auf dem Kanal, ihr könnt gerne reinschauen. Wir wollen jetzt nicht aus jedem Land noch jedes Highlight aufzählen, aber etwas haben wir gesagt, möchten wir noch erwähnen, und das ist vor allem eher so im östlichen Teil von Europa, denn davon hört man ja viel weniger und man hat auch oft nicht wirklich so ein Bild davon, was es da zu sehen gibt, was einen da erwartet. Und da haben wir eigentlich eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Also zum einen mal nicht in nur Polen, eine, sondern also sehr viele, sehr viele, genau. Also Polen hat uns sehr gut gefallen, besonders die Masuren, aber auch später Rumänien und Bulgarien. Das war so schön. Wir hatten da auch das Glück. Wir waren gerade im Herbst da. Ja. Und die Farben waren unglaublich. Ja. Also wir waren so geflasht von den Farben, vor allem halt auch von Bulgarien. Also für mich war Bulgarien so ein weißer Fleck. Ja. Ich wüsste nicht, wann ich Bulgarien überhaupt besucht hätte in meinem Leben. Und jetzt im Nachhinein muss ich einfach sagen, Bulgarien hat mich, ich bin richtig sprachlos. Was war da? Das Schwarze Meer? Das Schwarze Meer, und dann waren wir auch noch im Süden. Haben die Teufelsbrücke da gesehen. Und auch die ganze Wälder, also das ist das war unglaublich. Aber was ich noch fand, also Bulgarien war natürlich traumhaft, aber auch davor schon in Rumänien, die Transfogaraschan. Ja. Also das ist auch für mich eines der Highlights aus dem Herbst und eben aus dieser Region auch. Die Straße an sich ist ja schon der Wahnsinn, aber mit diesen Farben im Herbst, dieses Gelb, Orange, dieses Leuchten. Und dann haben wir noch Bären gesehen, also wilde Bären. Ich glaube, das war so, okay, wenn du schon zu viel hast, dann kamen noch die Bären so. Ja, genau. Wow, was geht denn hier ab? Das war unglaublich, ja. Ich glaube, für uns war es halt so, dass wir halt die Länder alle nicht kannten, zumindest nicht die ländlichen Regionen von den Ländern, und wir waren immer wieder so überrascht und positiv überrascht, und wir sind so froh, dass wir das gemacht haben. Vor allem halt ein großer Vorteil in einem Van zu leben, man kann sich an Orten hinbewegen, wo halt die Masse dann schon bereits weg ist. Also man ist halt flexibel, man hat halt viel mehr Freiheiten, und das schätzen wir schon sehr. Das merken wir, ja. Und ja, ich würde sagen, also das, was du gesagt hast, so mit diesen positiven Erlebnissen und die Überraschungen und so, das hat sich auch weitergezogen bis hierher in die Türkei. Und ich würde sagen, mit der Türkei haben wir auch wirklich den perfekten Abschluss dieses Jahres. Ja. Also die Menschen sind so herzlich, das haben wir so noch nicht erlebt. Die Natur ist so schön, die Kultur hat so viel zu bieten, die Küche, es ist so lecker. Und ich würde sagen... Also die Gastfreundschaft vor allem, also wir sind immer wieder überrascht. Ja, es ist so einfach das Menschliche, was man halt, wenn man im Van lebt, so mitbekommt. Ja, also man ist da irgendwie so näher dran, glaube ich. Ja. Und natürlich, also eine Sache... Vor ein paar Wochen haben wir uns noch einen Traum erfüllt. Wir waren Paragliden an einem wunderschönen Ort. Also es war nicht nur vom Berg runter und das war's, sondern die Aussicht... Was alleine schon toll wäre, aber Die Aussicht war ja der Hammer. Das war phänomenal. Die Lagune, das Blaue des Wassers, also die ganze Gegend dort um Öle-Deniz war unglaublich. Traumhaft. Ja, und also wie ihr merkt, wir schwärmen von der Türkei. Also wir sind wirklich verliebt in dem Land. Also es ist
Und ich glaube, da verlassen wir jetzt auch schon diesen Rückblickteil und schauen ein bisschen voraus, denn ja, auch im neuen Jahr wollen wir noch ein bisschen Zeit hier verbringen. Wir möchten noch ein paar Wochen nutzen, um mehr von der Türkei zu sehen. Danach, es ist halt schwierig zu planen. Wir haben natürlich was im Kopf, die Reise geht weiter, wir möchten noch länger unterwegs sein, aber wir können halt noch nicht versprechen, wo es hingeht. Wir müssen mal schauen, denn je nach Situation muss man links oder rechts gehen. Ja. Wir haben aufgehört, Pläne zu schmieden, denn in der heutigen Zeit ist es schwierig. Ja. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass uns viele, viele weitere schöne Erlebnisse erwarten. Und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin begleitet, also dass euch die Videos gefallen und ihr die Erlebnisse mit uns miterlebt. Genau. Ja. Und damit? Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und das nächste Mal sehen wir uns im neuen Jahr. Bis dann. Bis dann. Und für alle, die so lange durchgehalten haben, hier noch das Lustigste vom Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich kann Truthähnisch. Ich zeig's euch. Und dann? Ja, wir kochen noch immer mit der 2 Kilo Flasche, die noch nicht da ist, weil ich sie einfach vergessen habe. Hallo und willkommen zu einem Knock. Wir haben es uns eigentlich viel einfacher vorgestellt. Es geht nur bergauf. Wegen Abendspaziergang. Den stelle ich mir ein bisschen anders vor. Naja, aber die Aussicht ist zumindest schön. Als wir gestern hierher gefahren sind, habe ich auf dem Weg zu unserem Schlafplatz, der ist dort hinten, ganz viele Bäume im Wald. Die Burg war auch sehr spektakulär. Spektakulär war's. Und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Wie findest du Zagreb? Wir sind doch in Porto. Oh. So bis gleich. Unterwegs nach Praga haben wir diesen Schrottplatz gesehen, also hier in Tschechien. Roberto für Türkei TV. Heute aus Prag. Direkt rund um eine. Habt ihr euch die Ärsche angehauen? Ich bin auch auf Flasche gekommen. Wir sind mit Mützen wir. Wie soll ich anfangen? Nach dem Frühstück? Ich habe den leckeren Kackibeutel. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also geht's jetzt weiter zum Einkaufen. Ich bin richtig froh, dass wir hier unter... Wie wunderschön ist denn die Küche? Einer der Gründe... Also das war richtig... Hier sind gerade ein paar Hunde vorbeigerannt. Okay. So, nur noch 5 Kilometer. Dafür werden wir 20 Minuten brauchen. Wahrscheinlich länger, weil hier überall Kühe sind. Na? Hallo? Wir versuchen hier zu drehen. Hello. Hello.
Ja, hallo Kamera, hallo. Ich komme nicht zum Essen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugeschaut haben. Und nicht vergessen, abonnieren und liken.